Varia VS6 heißt diese kleine Mühle und so klein ist sie gar nicht, denn sie ist die größere Schwester von der Varia VS3, die ja schon bei uns gut abgeschlossen hat, so als Anfängermühle. Nun legt Varia noch einen drauf und zwar mit der Varia VS6. Und die macht wirklich richtig vieles gut. Die macht tollen Kaffee und so weiter und das besprechen wir in diesem Testvideo. Aber es gibt auch mindestens ein Problem. Dessen solltet ihr euch bewusst sein. Und wenn ihr damit umgeht, ja dann könnte das vielleicht die richtige Mühle für euch sein. Mal Ben. Willkommen zurück, mein Name ist Benjamin Kaffeemacher und das ist Michel Kaffeemacher und wir machen hier Woche für Woche Espresso-Mühlentests, Espresso-Maschinentests und alles rund um das Thema Kaffee. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann begleitet uns auf unserer Reise, die Welt des Kaffees zu entdecken. So wie wir auch die Varia VS6 entdeckt haben. Wir hatten ja schon Freude mit ihrer kleinen Schwester. Ja, absolut. Und ich finde es nach wie vor Preis-Leistung eine gute Mühle. Die kleine. Ja. Ja, ne? Ja, muss auf ich wirklich jeden sagen. Fall. Hat so eine ganz eigene Sounddynamik, aber ja, macht guten Kaffee und ist wirklich auch preislich zugänglich. Und wir haben ein, zwei im Einsatz und die leisten, was sie leisten sollen. Ja, also beide. Ja. Beide sind permanent am Einsatz. Ich habe jetzt gerade wieder wir haben mit den Mahlkegeln der VS3, übrigens auch noch als Teaser, da gibt es noch ein Video dazu, haben wir auch Partikelanalysen gemacht, da gibt es auch noch ein Video. Die sind jetzt gerade bei mir zu Hause auch noch im Filterkaffeetest. Ja, das sind immer die Intensivtests bei Michel zu Hause, vor allem wenn dann Baustellenphase ist. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um die Varia VS6 und doch ist Partikelverteilung auch ein gutes Stichwort, denn die haben wir angeschaut. Partikelverteilung bedeutet, wie sehen eigentlich die Korngrößen aus? So in der Einzelaufnahme, aber auch in der Gruppe. Wie viele gibt es bei welchem Mahlgrad, in welcher Größe? Das ist das Level, in das wir heute einsteigen mit diesem Video. Aber es gibt auch wieder eine Kurzzusammenfassung, die verlinke ich euch unten. Also wenn ihr kurz und knapp alles Wichtige über die Mühle erfahren wollt, dann schaut auch unten oder oben links verlinkt in dem Kurzvideo vorbei. Michel, Varia VS6. Ja. Eigentlich wirklich die kleine in groß. Ja. Winkel gefräst, einmal aus dem Aluminiumblock und so weiter. Und dann doch viel mehr. Ja, da ist einiges verbaut. Ihr habt eine verstellbare RPM, das heißt die Umdrehungszahl des Motors, was nachher dann auf die Mahlscheiben rübergeht. Und das könnt ihr verändern zwischen 500 und 1600. Und das ist so ein Spielfeld, kommen wir nachher noch mit Daten dann dazu, aber wo ihr schon mal eine Extraktion massiv verändern könnt, ohne dass ihr irgendwas ändert an der Maschine oder am Mahlgrad. Das ist dann nur über die Umdrehungszahl. Dann haben wir die Möglichkeit, die Mahlscheiben bzw. Mahlkegel zu tauschen. Limitiert auf die eigenen Produkte, das ist ein eigenes System. Das ist immer ein bisschen schade, aber die haben da mittlerweile einiges sich überlegt. Genau, haben ein großes Sortiment und ich glaube, die größte Veränderung zu der Dreier ist, wir haben hier standardmäßig Mahlscheiben drin und keinen Kegel mehr. Und die haben eine Größe von 58 mm. Genau. Wenn ihr einen Kegel, was ihr auch nutzen oder machen könntet, verwenden wollt, dann könnt ihr einen 63er verwenden. Ja. Das ist so das, was hier mit der Mühle möglich ist. Und du hast es schon gesagt, RPM ist einstellbar. Das geht auch dank eines kraftvollen, kleinen, bürstenlosen Motors. 300 Watt, genau, sind da drauf. Und ja, ansonsten einfach, wie wir es uns von Varia gewohnt sind, dieser Aluminium gefräste Block, ein Knopf-Verstellrad-Kombination, also ich drücke hier einmal drauf, dann ist sie an und dann drücke ich nochmal drauf und dann malt sie und dann drücke ich nochmal an, dann ist sie wieder aus. Und wir verstellen auch hier natürlich die Geschwindigkeit, die wird dann auch darauf angezeigt. Also keine großen leuchtenden Geschichten nach vorne. Gefällt dir natürlich. Super. Oder? Also das Display geht auch aus. Mein Gott, ich kann ja drücken und dann ist sie ja da. Und dann kann ich drehen, kann die RPM einstellen und lasse sie laufen und stoppe sie wieder und sie ist wieder aus. Ich brauche ja kein Licht im Wohnzimmer, wenn die Mühle auf meiner Kaffeebar steht. Ja, und zur Einordnung, wir sind im Bereich von 850 € unterwegs, je nachdem wie und wo ihr seid, kommt dann da natürlich die Gebühr für das Senden hinzu, es kommt die Gebühr für den Zoll dazu, also entsprechend könnt ihr euch selber kalkulieren, wo ihr seid. Also es ist wirklich eine andere Preisrange als das andere Modell, aber es ist auch eine andere Mühle. Ja. So, und es ist, und das haben wir noch nicht gesagt, ein wichtiges Stichwort, es ist eine Single-Dosing-Mühle, also ihr wiegt den Kaffee ab mit so einem kleinen Dosierbecher.
und ich gebe ihn oben hinein und dann kommt er im Idealfall wieder unten heraus. Das macht eine gute Single-Dosing-Mühle aus und dann macht sie natürlich noch aus, ob der Mahlengrad dann auch wieder einfach verstellbar ist und wieder zurückkommt, sodass man sich Rezepte verstellen oder einstellen kann. Denn der Grundgedanke ist, wir wollen unterschiedliche Kaffees damit zubereiten können. Einmal am Morgen vielleicht den Kaffee mit viel Koffein und abends dann nur noch den mit wenig Koffein. So, das müssen wir anschauen und das haben wir angeschaut, Michel. Das Gegenmodell ist ja eine Dosiermühle, die hat dann oben einen Bohnenbehälter. Die hat hier wirklich keinen. Da passen wie viel Gramm rein? Klar, 40 oder so. Also es ist wirklich, das ist noch mit so einem Anti-Popcorning-Deckel, dass die Kaffeebohnen nicht rausfliegen. Ja, lass es 35, 40 Gramm sein, aber das ist nicht der Rede wert. Das ist auch nicht die Idee der Mühle. Nein, und sie stoppt ja auch nicht nach einer bestimmten Zeit, was ja Dosiermühlen tun, sondern sie ist wirklich dafür gemacht. Rein und raus. Und das ist ein bisschen der neue Trend. Und wenn euch das interessiert, wir haben zum Thema Single Dosing auch ein Video gemacht, warum wir das gut finden, warum wir das für viele Einsatzzwecke spannend finden. Genau, ich glaube, was man noch ergänzen muss, wir sind bei über 10 Kilo. Ja. Also das Ding wiegt wirklich was und einer Breite von 13, gerade mal 13 Zentimeter. Das ist halt schon, für das, was hier geleistet wird, finde ich das sehr schick. Ja. Und dann... Oh, du hast einen Koffer mit dabei. Also sie kommt in so einem Koffer. Ich finde es schon smart, wenn du so einen Koffer hast natürlich, der ist wirklich robust. Ja. Du kannst die Mühle dann nachher auch mitnehmen. Klar, es ist dann ein Koffer und Material, das irgendwo rumsteht, aber du brauchst ja irgendeine Art von Versandvariante. Ja. Wir kennen das, die ersten, die das, glaube ich, gemacht haben, das war wahrscheinlich Decent. Ja. Da kommt die ganze Maschine so und im Zweifelsfall, wenn was kaputt ist, schickt man dann die Maschine damit auch wieder zurück. Ja. Wirklich robust, super gepolstert, total stabil, mit dem wird die angeliefert. Und ist dann auch super, zu uns in Kurse zu kommen, weil dann braucht man keine Kiste, man kann einfach das mitnehmen. Und also Decent und die Kombination wäre eigentlich nur lustig, dann kommst du mit einem Rollkoffer, Decent kommt in so einem Rollkoffer und mit dem Koffer hast du einfach 2 Koffer mit dabei. Ich finde immer schön, die Dinge auch anzufassen und so zu gucken, wie fühlt es sich an. Ja. Dieser Aluminiumblock ist nicht kalt, er ist jetzt auch nicht warm, hat so eine Zwischenwärme, würde ich sagen. Es ist angenehm. Ja. Es fühlt sich auch hier hochwertig an. Er ist leicht rau, Ja. aber auf eine schöne Art und Weise. Er nimmt wenig Fingerabdrücke auf, was ich persönlich natürlich wirklich super finde. Mega gut. Also sehr schön. Und ja, das vielleicht dazu. Das gleiche gilt auch im Übrigen für diesen Becher. Wirkt, was jetzt die Oberflächenbeschaffenheit angeht, genau gleich. Passt also gut dazu. Ist ja manchmal auch so ein Kritikpunkt, dass wir das Gefühl haben, na, da passt jetzt das Holz nicht dazu oder 2 verschiedene Holze oder so. Aber nein, das passt hier ganz wunderbar dazu. Und passt auch sehr gut auf einen 58er Siebträger. Ja. Und du hast sogar geschwärmt, dass es relativ wenig Channeling provoziert. Ja. Obwohl dieser Rand hineingeht. Ich habe ich habe sogar eine Beziehung mit verschiedenen Bechern. Weil wenn ihr alle 2 Wochen eine andere Mühle zu Hause habt und das soll jetzt, ich möchte mich nicht beklagen, ist ja spannend, ist ja mega spannend zum Ausprobieren, dann merkt ihr, wie krass unterschiedlich Becher sein können für die Brühung. Also wenn ihr das nächste Mal euch fragt, ich mache alles und habe trotzdem Channeling, probiert mal einen anderen Becher aus. So viel verrate ich schon mal, den Rest bin ich mal ausprobieren. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, dass dieser Rand zwar relativ tief in den Siebträger reingeht, mit dem vertikalen Komprimieren bzw. horizontalen in dem Moment und nachher vertikalen, hatte ich aber mit dem Becher noch kein Channeling, was ich dem Becher zuführen würde. Jetzt passiert was ganz Wesentliches und auch das finde ich gut. Also erstens haben wir ein Magnet. Ja. Zweitens haben wir trotzdem den Gummiboden. Ja. Und das macht dieses Gefühl, das hier reinzustellen, sehr angenehm und nicht so klackerig. Auch wird hier wahrscheinlich die Beschichtung weniger schnell sich entfernen, weil es eben darunter noch so eine ganz minime, vielleicht 0,1 mm Gummi-Abstehschicht hat. Und dadurch wird es vom Magnet angezogen, gleitet aber leise hinauf und steht trotzdem stabil. Finde ich auch. Gut gemacht. Grundsätzlich, das auch noch als Ergänzung, wäre die Mühle auch im Rollstuhl bedienbar. Das Einzige, was man halt nicht sieht, ist das Display. Das müsste dann vorne sein. Genau, und ansonsten aber von vorne, auch aus niedriger Höhe. Es ist halt, das ist relativ leichtgängig von der Verstellung. Ich könnte mir dann vorstellen, dass man aus Versehen die RPM verändert. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, dann machen wir hier so einen kleinen Spiegel dran. Autospiegel hin, um dann das nach vorne zu reflektieren. Es kommt
noch verschiedenes Zubehör mit. Also es ist der Elefant im Raum. Wir müssen auch über das sprechen. Michel. Genau. Du hättest es hier lieber dir gespart. Nein, ich muss es ja ansprechen, ihr wollt das ja wissen. Also es gibt ja noch diesen Blower-Aufsatz, den macht man dann so drauf, da hat es auch Magnete. Ich finde übrigens, wenn wir über Materialität sprechen, was ich komisch finde, ist die Farbunterschiede. Jetzt Siehst du da. das? Ja. Ja, okay. Dieser Deckel hat eine andere Farbe als das und ich würde auch behaupten als das. Das ist so ein leichtes Anthrazit, das andere ist schwarz. Ja, der ist ein bisschen dunkler. Es ist ein anderes Material. Ja. Hast du gut gesehen, gut gespürt? Und dann gibt es diesen Blower-Aufsatz und dann gibt es da nochmal den Deckel drauf. Der passt natürlich auch unten drauf, ne? Genau, der passt unten drauf. Das ist gut umgesetzt. Finde ich echt cool, dass das alles so ineinander passt. Auch wieder edel, hochwertig, Ja. macht einen guten Eindruck jetzt erstmal in der Grundstruktur und dennoch haben wir es nicht benutzt. Wir können das aber vielleicht noch kurz aufschieben. Ja. Das ist unser größter Kritikpunkt eigentlich an der Mühle. Ne? Ja. Aber lass uns noch kurz hier bleiben. Malgrad-Einstellungen, gut und einfach, auch super einstellbar. Ja. Sprechen wir dann gleich auch nochmal beim Filterkaffee genauer drüber. Und dann haben wir aber aus bestimmten Gründen den Hopper weggenommen und arbeiten ohne. Trotz dann anderer Nachteile, die da entstehen. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt schon drüber sprechen. Ja, wir müssen darüber sprechen. Malgrad-Einstellungsmöglichkeit, beziehungsweise es passiert einfach was. Mach das Ding da wieder drauf. Es nervt ja voll. Naja, also erstmal, vielleicht Totraum. Totraum. Ohne. Also, nein, Totraum. Mit Blower. Wir können ja mal sagen Totraum mit Blower. Okay. Es gibt ja verschiedene Ebenen von Totraum. Es gibt den Totraum, den wir austauschen, den austauschbaren Totraum. Und das ist für uns ja super entscheidend für die Single-Dosing-Performance. Das heißt, wenn der gering ist, dann haben wir immer bei der Folgeextraktion ganz, ganz wenig von bereits vorgemahlenem Kaffee. Und das ist mit 0,3 Gramm wirklich gut. Oder etwas mehr als 0,3, 0,35 oder so. Und das ist wirklich gut. Das könnte ein bisschen weniger sein. Und das ist aber gemacht ohne den Blower. Wenn ich den Blower verwende, kann ich das reduzieren auf 0. Annähernd nichts, Ja. wirklich. Und das hat 2 Ebenen. Das hat diese Ebene und das hat diese Ebene. Über das spreche ich gerade noch, aber mit dem kriegt ihr wirklich alles aus der Mahlkammer und alles aus dem Auslauf raus. Die Problematik hinter diesem Blower ist einerseits was positiv, was aber was Negatives verursacht, weil die Mahlgradverstellung ist sehr leichtgängig. Und wenn ich diesen Blower verwende, ist es nicht das Pumpen an sich, was die Mahlkammer verstellen würde, sondern ihr macht das ja nicht so. Also ihr könntet. Aber wenn ich das so mache, verstelle ich mit dem, weil ich ja eine leichte Handbewegung und wirklich ganz minim mache, verstelle ich mit dieser Bewegung den Mahlgrad. Nicht von 1 auf 2, aber kleine Schritte. Ja. Und zwar jedes Mal mit Ja. jedem runterdrücken. Und man hat es jetzt gerade schon gesehen, wenn du das machst, dann hat das so eine, man sieht es auch jetzt. Also ist jetzt übertrieben, ne? Ja. Aber es hat schnell eine Tendenz. Ja. Und bei dir hat es die Tendenz, dass es sich dann einfach im Uhrzeigersinn weiterdreht. Ja. Und wir haben das verifiziert, auch nochmal mit weiteren Modellen. Ja. Haben auch nochmal Leute gefragt, die die Mühle haben. Und die konnten diese Beobachtung auch bestätigen. Das bedeutet, dass wir uns entschieden haben, ohne den Blower zu arbeiten und damit lieber die 0,35 Gramm Ja. austauschbaren Totraum in Kauf zu nehmen. Damit ist das nicht mehr im sehr guten Bereich, sondern nur noch im guten Bereich, also Kritik auf hohem Niveau. Aber die ist einfach da und Ja. das Zusammenspiel aus dem Hopper und dem Blowing und dem Mahlgrad einstellen funktioniert da jetzt ebenso nicht gut. darum würde ich das wirklich weglassen und nur mit dem Deckel arbeiten und einfach halt reinschmeißen und wieder rausholen. Ein wichtiger Tipp dazu haben wir auch von verschiedenen Seiten gekriegt. Ihr könnt das, wenn ihr die Mühle schon habt oder kauft, ihr könnt das etwas steifer machen. Ich habe das wirklich gemerkt, dass das einen Unterschied macht. Ich erkläre es gerade noch, warum ich das festgestellt habe. Wenn ihr an diesem Gewinde, und das ist so ein Feingewinde, wenn ihr das aufmacht,
Ihr müsst das sowieso regelmäßig aufmachen zu putzen, aber macht das zu Beginn mal auf und nehmt von diesem Feingewinde etwas das Fett weg. Weil durch das muss ja nicht noch flüssiger laufen. Also da passiert auch nichts, aber ihr könnt das so verbessern. Ja, aber Michel, du hast das jetzt ja weggenommen. Ja. Und ich finde es immer noch viel zu leichtgängig. Ja, was ich aber verbessert habe, vorher war es so, wenn ich den Deckel auf die Magnete gesetzt habe und den gedreht habe, an den Magneten haben die Magnete eine Drehung verursacht. Jetzt kann ich den Hatte ich abdrehen. tatsächlich gerade auch noch. Genau, also ich würde den Deckel einfach, den kann man nutzen oder eben nicht. Genau. Und dann kann man sie so einwandfrei. Und dann habt ihr eben dieses kleine bisschen austauschbaren Totraum. Ihr habt aber deutlich, und das ist auch noch wichtig zu sagen, ihr habt einen größeren permanenten Totraum. Genau. Haben wir also, würde ich schon sagen, für Single-Dosing-Mühlen ein eher großer ein eher großer permanenter Totraum. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr regelmäßig reinigt, wie bei allen Mühlen. Und darum sage ich immer auch, wenn Mühlen so einfach zugänglich sind zu der Mahlkammer, dann macht das doch bitte einmal im Monat oder alle 1,5 Monate. Permanenten und temporären Totraum. Das ist so ein bisschen temporär. Dann sieht man aber auch wieder. Also wir müssen eines in den Videos wirklich sagen. Reinigt eure Mühlen. Hier sind erst auch wieder 4-5 Kilo Kaffee durch. Das ist temporär und das ist permanent. Weil permanenter Totraum kann sich in dem Fall auch aufbauen. Und wir hatten nach 4 Kilo Testbereich, hatten wir dann irgendwo 2,5 Gramm permanenten Totraum drin. Was bist denn du so tolerant geworden? 1,5 Monate reinigen? Hallo? Ja, nein, mit Aufschrauben. Okay. Also normaler Haushaltsgebrauch. Reicht es, wenn ihr zum Beispiel wenn ihr eine normale Dosiermühle, einfach eine Dosiermühle habt, würde ich alle 3 Wochen mal Pulver reinmachen und durchmalen lassen. Und ich würde sie aber alle 1,5 bis 2 Monate aufmachen. Ich glaube hier, wenn wir jetzt sagen, ihr macht 4, 6 Extraktionen am Tag oder 4, sage ich mal, das sind zu Hause ja auch dann 8 Kaffees, dann reicht das einmal im Monat aufmachen und rauspinseln. Außer ihr habt einen sehr dunklen Kaffee, dann würde ich es öfter machen. Schön. Michel, danke, das war das Thema Totraum. Haben wir hiermit besprochen. Die verschiedenen Ebenen des Totraums. Aber es gibt da ja noch das da unten. Genau. Da ist auch immer noch was gelagert. Und das ist aber auch cool. Ich bin ja so ein Reinigungs-Johnny. Wegnehmen, auspinseln, auch bitte regelmäßig tun, das macht Sinn. Und dann hat es diesen Federmechanismus. Der ist jetzt nicht wirklich cool. Nein. Das Rausnehmen mag ja Das Rausnehmen cool ist sein. cool, aber der Federmechanismus, die Idee ist gut, die Umsetzung ist. Das ist, also wer schon immer mal eine Kuh haben wollte, jetzt gibt es eine Mühle, die man auch melken kann. Ich finde die Idee gut, aber es fühlt sich Das fühlt sich so verkrampft an. zu wenig hochwertig an. Es entspricht nicht dem Rest der Mühle. Ja, es ist so überhaupt nicht intuitiv. So jetzt da hier so dran zu ziehen. Was ist denn das für eine... Ja. Also das Einzige wirklich, an das mich das erinnert, ist das wirklich das mit dem Melken. Ja, das habe ich noch nie gemacht, da kannst du mir darüber erzählen. Und dann haben wir noch Anti-Statik-Nadeln, wenn man das so nennen kann, hier drin verbaut, die Statik der Mühle brechen würden oder sollen. Ich kann euch nicht sagen, wie es vorher war, ich kann euch sagen, wie es bei der Varia VS3 ist. Da braucht ihr dieses Wasserspray, also dieses RDT, dass ihr keine Statik habt. Hier würde ich sagen, geht es auch ohne. Es macht es auf jeden Fall besser. Ich würde... Ja, bei Single Dose, vor allem jetzt, wenn wir ohne Blower arbeiten, macht es, glaube ich, immer Sinn, vorher kurz Wasser drauf zu spritzen. Wir sind schon mittendrin im Video, wir haben vieles schon besprochen und ein paar Sachen bleiben aber noch offen. In Sachen Lautstärke finde ich es eine positive Verbesserung, vor allem was die Akustik angeht und auch die Qualität des Sounds gegenüber dem kleinen Modell. Ja. Da war noch einer drin. Die sind aber dennoch jetzt hier bei einer mittleren Lautstärke von 75,7. Ja. Ja. So. Das Ist aber klingt total angenehm. Ja. Ist jetzt wirklich nicht mehr unangenehm. Kein Kreischen oder etwas. Geschwindigkeit ist noch ein wichtiger Punkt. Genau, ihr braucht schon relativ lange, bis das dann ausgemahlen ist. Also komplett ausgemahlen. Wir messen das ja immer auf die eine Art. Das sind 10 Sekunden Mahlzeit mit gefülltem Hopper, dass wir sehen, wie schnell mahlt eine Mühle per se. Und sie schafft in 10
Sekunden etwas mehr als 11 Gramm. Ihr braucht dann schon, aber um diese 18 Gramm wirklich rauszukriegen, habt ihr so rund 20 Sekunden, bis es wirklich fertig gemahlen hat. Bei 1000 RPM, also bei dem Mittelwert. Genau, damit gehört sie sicherlich eher zu den langsamen, nein, damit gehört sie zu den langsamen Mühlen, das ist ganz klar. Ja, es gleitet einfach relativ langsam nach, ne? Das ist ein bisschen die Problematik, aber am Ende ist alles gemahlen. Und wir haben dann auch eine gute Konstanz, also wir haben das wieder raus, im Wesentlichen, was wir reingeben. Ich glaube, da war die Differenz wie? 1,8 Standardabweichung. 0,18. 0,18, danke. Ist noch eine Null dazwischen, sonst wäre es ein bisschen viel. Und das ist voll okay. Also wenn ihr euch vorstellt, irgendwo ist mal 18,2, dann ist mal 17,9. So macht das so ein bisschen ein kleines Hin und Her. Ich finde schon, das ist jetzt nicht die Stärke der Mühle. Es gibt da Mühlen, die das noch besser machen, Ja. Die da konsequenter wieder alles rausmalen. Aber das hängt eben auch hier dann wiederum mit diesem austauschbaren Totraum zusammen. Das hängt natürlich auch mit dem permanenten Totraum zusammen. Das ist einfach eine Mühle, die jetzt da nicht ihre Stärke hat. Und es hängt vor allem damit zusammen, dass wir den Blower nicht nutzen. Ja, natürlich. Weil er für uns... Schreibt unbedingt, wenn ihr die Mühle habt, unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr es schafft, den Blower zu nutzen, schickt mir ein Video. Ohne, dass es dreht oder ob ihr vielleicht einen Tipp habt oder so. Weil es ist so, ich finde, es ist so eine mini Kleinigkeit, die aber einen großen Einfluss hat. Und das finde ich sehr schade, weil wir sonst einfach null Retention hätten. Ja, und ja, ist doch ein gutes Feedback, das geben wir jetzt hiermit mit. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, hier das auch zu fixieren, wenn man mal bei einem Mahlgrad ist in Zukunft oder so. Wir schauen, was sich da tut, und wenn sich dann auch was tun würde beim Hersteller, würden wir euch natürlich ein Update geben, aber das ist dazu jetzt mal der Stand. Ich würde sagen, bevor wir über Espresso-Potenzial und Espresso-Qualität und Espresso-Brühung und Reproduzierbarkeiten so sprechen, trinken wir einen Espresso. Ich wollte gerade sagen, wo führt das jetzt hin? Ja, unbedingt. Ich habe ihn ein bisschen kürzer gemacht. Ist gut. Ist vor allem sehr süß. Ja. Schöne Textur. Also wenn ich jetzt sagen würde, was sind die beiden Hauptkriterien von diesem Kaffee, oder jetzt nicht von diesem Kaffee, von dieser Extraktion, würde ich sagen, sehr viel Süße und sehr weiche Textur. Sehr angenehm. Obwohl die Extraktion bei 28, 29 etwas länger war, nimmt er praktisch keine Staubigkeit mit. Ja. Ich finde im Nachgeschmack, da fällt es ein bisschen, da bleibt es jetzt nicht so lange so super persistent, aber guter Espresso. Ich finde ihn sehr klar. Er ist so sehr gut strukturiert. Du, er hat auch ein schmales Hauptpeak. Ja. Also, Ja. Ne, wir sind unter 200. Wir haben ja schon gemerkt, wir sind mit den aktuellen Messungen insgesamt eher ein bisschen schmaler beim Hauptpeak und haben einen höheren Feinstanteil. Wir können es nicht 1:1 mit den Werten vergleichen, die wir mit dem gleichen Kaffee bei der letzten Mühlenserie gemacht haben, sondern müssen das ein bisschen extrapolieren. Aber nichtsdestotrotz, es ändert nichts an der Tatsache, dass es sehr, sehr schmal ist und dass wir das auch in der Tasse so schmecken. Ja, absolut. Und das werden wir nachher auch in der Filterbrühung gerade wieder dann zusammen sehen. Aber das ist einfach, also die Mühle macht absolut leckeren Espresso. Ja, ich bin ehrlich gesagt erstaunt. Mit diesen kleineren Mahlscheiben, die da jetzt drin sind, super. Ja. Temperatursteigerung? Auch nicht erheblich. Wir steigern uns um 2,5 Grad über die ganzen Bezüge und sind insgesamt so um die 30 unterwegs, also knapp unter 30. Das ist nicht erwähnenswert. Das heißt, wir haben keine deutliche Erwärmung. Ja. Was wir bei geschlossenen Korpi ja manchmal erleben, aber ist jetzt hier nicht der Fall und deswegen auch kein sensorisches. Also auch das ist da gut, was die Mühle leistet. Du, mit dem Gefühl, mit der Stimmung, trinken wir jetzt noch einen Filterkaffee.
Wäre das eine Mühle für Filterkaffee für zu Hause? Ich bin noch auf der Suche. Wir sind auf 500 APM gegangen, haben den Mahlgrad um 1,5 Umdrehungen aufgedreht und sind jetzt im Filterkaffeebereich und schauen uns auch mal an, wie der Filterkaffee schmeckt. Um zu prüfen, was die VS6 mit Filterkaffee so anfangen kann, haben wir unseren Amigo gebrüht. Amigo heißt ja der Freund auf Spanisch und so ist dieser Kaffee auch gedacht. Das ist so ein bisschen der Abpass unter den Filterkaffees. Super zugänglich, schmeckt eigentlich breit. Ja. Immer gut, einfach. Und doch sieht man, ja, wie so eine Mühle recht dann performt am Ende. Und wir haben jetzt einen runden, süßen Kaffee, ne? Passt voll. Sehr klar. Und ich finde es sehr interessant eigentlich, die Filterkaffee-Performance. Ja. Wir haben einen klaren Kaffee. Wir sind relativ einfach auf den gröberen Mahlgrad gekommen. Ja. Wir hatten dann auch eine schnelle Mahlzeit. Ja. Wir haben die APM runtergesetzt, weil wir wollten weniger Feins. So. Und ich würde sagen, der Mahlgradbereich so, wenn ihr im Espresso-Bereich seid, 1 Umdrehung bis 1,5 Umdrehungen. Wir sind jetzt schon auf der gröberen Seite der Range. Gröber müsst ihr eigentlich kaum gehen, außer ihr wollt irgendwelche fancy Experimente machen. Aber wir wollten jetzt hier mal eine schnelle Durchlaufzeit, um noch ein bisschen mehr auch Säure in den Kaffee reinzupushen. Und ich finde, es hat super gut gepasst. Der Kaffee ist voll da. Und das ist schon, für mich ist das nicht so einfach mit den Single-Dosing-Mühlen und dem Filterkaffee machen. Und ich würde sagen, das macht sie sehr gut. Ja, das macht sie wirklich gut. Ich finde auch einfach, es ist angenehm, hier eine Umdrehung zu machen, weil es mit den, ich finde die Punkte, die Mini-Punkte hier oben, die Runden anzeigen, etwas klein geraten, aber immerhin da. Und dann habe ich jetzt aber auch nicht das Gefühl, ja, ich merke jetzt schon, wie ein Widerstand da ist. Also wir würden auch empfehlen, da im Zweifelsfall mitzumahlen. Ne? Macht die Mühle an, malt, wenn ihr zurückdreht. Aber das ist auch wirklich viel verlangt von der Mühle, insbesondere auch mit so kleinen Mahlscheiben. Und dennoch geht es recht flüssig. Einfach, wenn ihr Mühlen feiner stellt, ist das immer eine gute Richtung oder ein guter Ansatz. Stellt sie einfach an, damit sie nicht verkanten, damit sie nicht blockieren, weil es bleibt immer noch ein bisschen Kaffee irgendwo zwischen den Mahlscheiben hängen und das führt sonst manchmal dazu, dass wir eben eine Blockierung haben. Also vor allem, wenn ihr zwischen Kaffeecreme oder jetzt in unserem Fall sogar Filterkaffee auf Espresso wollt, dann würde ich immer laufen lassen. Bei guten Mühlen, ich sage jetzt in dem Preissegment sowieso, wenn ihr Espresso-Veränderungen macht, einen Strich hier feiner, dann müsst ihr sie nicht laufen lassen, da passiert nichts. Michel, und vielleicht können wir hier gerade an dieser Stelle auch über die Mahlgrad-Replizierbarkeit sprechen. Denn das ist natürlich das eine, ein toller Filterkaffee, ist gar nicht unbedingt logisch bei allen Mühlen, bei den Espresso-Mühlen, dass die auch gut geeignet sind für leckeren Filterkaffee. Die viel schwierigere Situation ist oft aber zurückzukehren auf den Punkt in den Espresso-Mahlgrad. Und hier können wir sagen, das ist eine der Hauptstärken der Varia VS6. Das ist fast, nein, das ist sicher Top, keine Ahnung was, Top 3 oder so. Also wirklich, wenn ihr einen Mahlgrad aufschreibt, 2,5, 3, was auch immer, und ihr geht, wir machen das ja immer in unserem Test, auf Ristretto, also superfein, dann gehen wir auf Lungo, so Kaffee-Creme ähnliches, und dann wieder zurück zum eingestellten Punkt, ohne das nochmal zu testen und nehmen die Probe dann direkt. Also wir wollen dann wissen, wenn ich den gleichen Punkt wieder optisch einstelle, habe ich den gleichen, den ich vorher eingestellt habe. Und dann machen wir natürlich auch eine Extraktion und messen diese Probe. Und diese Probe war im X50-Wert, also im Mittel aller Partikel, in den Fines und im 60% Hauptpeak fast identisch. Ja, das ist wirklich toll. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir nicht nur hier diese vielen Zwischenpunkte haben, sondern auch, dass eine kleine Veränderung des Mahlgrades nicht sich überträgt in eine große Veränderung der Extraktion. Ja. Und das ist ja oft ein Kritikpunkt von uns, wenn wir so, gerade bei Mühlen mit Stufen, wenn wir dann eine Stufe verstellen und dann haben wir 3, 4, 5 Sekunden als Folge, dann kannst du die Mühle einfach gar nicht sauber einstellen. Ja. Wie ist es jetzt hier? Was macht eine Stufe? Lass es 1,5 Sekunden sein. Ja. 2. Also ihr habt ja, eine Stufe ist ja auch nochmal, man könnte auch dazwischen gehen. Also wenn ihr mal wirklich so Facetten rausholen möchtet, aber ihr habt
lass es 2 Sekunden sein, eine komplette Stufe, aber ich könnte auch dazwischen gehen. Ja. Also es ist wirklich so angenehm zum Einstellen, dass ich schon fast teilweise das Gefühl habe, boah, jetzt habe ich feiner gestellt, boah, jetzt muss ich nochmal feiner, weil das war zu wenig, obwohl es schon in meiner gefühlten Wahrnehmung relativ viel war, und das finde ich wirklich super. Absolut. Lieber Michel, damit nähern wir uns mit großen Schritten dem Abschluss. Bevor wir da so richtig reingleiten, Reinigung haben wir ja schon viel jetzt auch gesprochen, dass man das regelmäßig machen soll, dass 1,5 Mal vielleicht reicht, mit komplett 1,5 Monate im Abstand vielleicht reicht, beim kompletten Auseinandernehmen. Aber selbst das würde gut gehen. Ja. Also insgesamt ist die Reinigung einfach zu handhaben. Ja, absolut. Super simpel. Einmal den Ring weg, einmal oben aufdrehen, zu der Malkammer, gut auspinseln, den raus, ein bisschen noch mit einem Pinsel unten rein. Vorsichtig sein, dass man da nichts kaputt macht. Und dann, also wirklich simpel. Würdest du 850, 900 Euro in die Mühle investieren? Ja. Ja. Ich glaube, ich würde es sogar als kombinierte Mühle zu Hause sehen für Filter und für Espresso. Im Moment versuche ich das immer zu trennen oder trenne das. Meistens ist es dann die Handmühle und Espressomühle. Ich sehe aber da ein Kombinationspotenzial und ich sehe vor allem eine wahnsinnig hohe Reproduzierbarkeit, und das hat mich echt umgehauen, weil das ist echt cool. Dann gefällt mir ich habe es jetzt wieder gemerkt beim Einstellen, die erste Extraktion, die ich gemacht habe, war noch ein bisschen zu grob, und dann habe ich gefühlt viel verändert und gar nicht so viel erzeugt, und ich finde einfach, das ist so zugänglich. Das macht sehr angenehm zum Einstellen. Ich würde mir wünschen, dass es eine Lösung gibt, dass ich den Blower nutzen kann. Oder ich teste noch eine Testtechnik zu Hause, wie ich das machen kann. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil dann spricht überhaupt nicht mehr viel gegen die Mühle. Hinzu kommt, dass wir in der Ebene des Espresso-Potenzial mit den veränderbaren Mahlscheiben, mit den veränderbaren Kegel, also schon das gibt es nicht, also das ist inexistent. Dann haben wir eine RPM-Veränderung, die wir tun können, und diese Breitheit an Varianzen, das ist einzigartig, gibt es heute noch nicht. Kegel und Mahlscheiben gibt es nicht. Kegel und Mahlscheiben, ja, hast du recht, okay. Die anderen Dinge dann schon, wofür ich jetzt Kegel und Mahlscheiben brauche, okay. Aber es ist ein Spielfeld, RPMs ist ein Spielfeld. Haben wir übrigens noch gar nichts zu gesagt. Ja, können wir haben das ja angeschaut. Vielleicht sollten wir dazu noch was sagen. Ja. Das ist ja spannend, das haben wir natürlich probiert, geschmeckt, immer wieder. Wir sind bewusst deswegen beim Filterkaffee ja auch eher in eine langsamere Umdrehung gegangen, und wir können das aber auch für den Espresso sagen. Ja. Es passiert etwas, und zwar ganz leicht beim Feinanteil, aber vor allem auch beim Hauptpeak. Das wird schmaler und breiter, nämlich wenn wir runtergehen, was passiert dann? Dann wird das Hauptpeak schmaler, das heißt, die Tassen oftmals werden klarer. Ja. Und wenn ihr etwas schneller geht, also wir haben minimal, mittel ist für uns immer 1000 und maximal die 1600 getestet, und dann wird das Hauptpeak wieder etwas breiter. Vielleicht kommt etwas mehr Körper mit, das kann man vielleicht so ein bisschen einordnen, und das ist einfach ein schönes Spielfeld. Ja. Wir waren jetzt viel bei 1000 unterwegs, das kann aber vielleicht für euch ein Fingerzeig sein, wenn ihr das merkt, ihr merkt vielleicht bei 1300, es ist ein bisschen ausgefranster, dann versucht doch ein bisschen runter zu gehen wieder. Vielleicht habt ihr sogar Channeling-Probleme, weil die Partikel irgendwie eine unterschiedliche Größe haben, ja, dann einfach ein bisschen runtergehen. Auch das gehört in den Bereich Espresso-Potenzial der Mühle, weswegen wir diesen ganz hoch bewerten, mit sehr gut bzw. herausragend. Ja. Und ich glaube, wir haben das in vielen Kategorien gesehen, außer vielleicht bei der Geschwindigkeit, aber das ist so ein Thema, das hängt natürlich von euch ab, für was ihr die Mühle einsetzen wollt. Bei Single-Dosing-Mühlen ist das meistens weniger ein Problem, weil es ja ohnehin ein bisschen ein langsamerer, teilweise ein sorgfältiger Ablauf ist. Da spielen dann vielleicht 5 oder 10 Sekunden eine weniger geringe Rolle. Am Ende müsst ihr entscheiden, was für euch wichtig ist. Wenn ihr das tun wollt, dann schaut vielleicht auch in den Blogbeitrag und berücksichtigt noch, was wir da nochmal niedergeschrieben haben. Das führt dann nochmal ein bisschen tiefer, das fasst nochmal einiges zusammen. Und dann solltet ihr immer, wenn ihr könnt, links und rechts schauen, weitere Meinungen über Mühlen natürlich mit einbeziehen, wenn ihr eine Kaufentscheidung fällen wollt. Das war unser Beitrag. Sonst noch eine herzliche Einladung. Schaut auch gerne in unseren Kursen vorbei. Da haben wir immer unterschiedlichste Mühlen. Da könnt ihr einige ausprobieren. Und das ist dann auch immer schön, mal mit einem Gerät gearbeitet zu haben, bevor ihr dann eine Kaufentscheidung fällt.
Michel, das soll es von uns gewesen sein. Wir freuen uns über ein Like, wir freuen uns über eure Kommentare zu diesem Video, Feedback zum Video, Erfahrungsberichte mit der Maschine und ansonsten sagen wir Tschüss, auf bald. Trink guten Espresso.